Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich euch, wie ich ein Walnussbrot backe. Das Rezept habe ich auf der Webseite der Kochschule brotbackkunst.de des gelernten Handwerksbäckers André Hillbrunner gefunden. Er betreibt in Riedberg, Nordrhein-Westfalen, eine ganz tolle Backschule. Ich habe dort schon einige Kurse mitgemacht und ich kann sie sehr empfehlen. Einen Link stelle ich in die Infobox unten. Also los geht es. Am Vortag, also 24 Stunden vor dem Backtag, beginnen bereits die Vorbereitungen. Für den Vorteig werden 180 Gramm Weizenvollkornmehl mit 180 Gramm kaltem Wasser und 0,1 Gramm frischer Hefe vermengt. Wenn möglich, rühre ich diese Masse schon in der Rührschüssel meiner Knetmaschine an. Das erspart mir unnötiges Umschütten. Diese Mischung bleibt nun abgedeckt 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Am Vorabend des Backtages werden für den Weizensauerteig 4,5 Gramm Roggenanstellgut, 45 Gramm Weizenvollkornmehl und 45 Gramm warmes Wasser, 30 bis 40 Grad Celsius, vermischt und 12 bis 15 Stunden bei Raumtemperatur ruhen gelassen. Am Backtag werden 200 Gramm Walnüsse in einer beschichteten Pfanne unter ständigem Rühren geröstet. Dazu ist es sinnvoll, die Nüsse vor dem Anrösten in einem groben Sieb oder Durchschlag hin und her zu schütteln, damit die kleinen Bruchstücke herausfallen können. Diese Nusskrümel würden beim Anrösten sofort braun und anschließend natürlich schwarz, während die größeren Nussstücke noch keine Röstaromen entfalten konnten. Sind die Krümel verbrannt, können sie das Backergebnis beeinträchtigen. Also lieber diesen kleinen Handgriff mit einplanen. Man fängt also bei mittelhoher Hitze an und reduziert diese ständig. Zeigen die Walnüsse braune Stellen, gibt man sie in eine Schüssel. Ließe man sie in der noch heißen Pfanne auskühlen, könnten sie dort noch verbrennen. Für den Hauptteig nehme ich jetzt meine Rührschüssel mit dem Vorteig und gebe den mittlerweile gut entwickelten Sauerteig dazu. Des Weiteren 245 Gramm kaltes Wasser. 4,5 Gramm frische Hefe, die ich noch ein wenig zerkleinere, sowie 18 Gramm sehr weiche Butter. Alles verrühre ich ein wenig mit einem Löffel, dann werden 410 Gramm Weizenmehl dazugegeben und erst jetzt gebe ich 14 Gramm Salz dazu. Salz und Mehl vermische ich ein wenig von Hand. Salz hemmt die Wirkung von Hefe und Sauerteig, weswegen ich das Salz nicht direkt zur Hefemischung gebe. Nun wird alles zunächst auf Stufe 1 meiner Knetmaschine knappe 5 Minuten vermischt. Ich habe eine relativ große Rührschüssel und es ist keine große Teigmenge. Deswegen ist es sinnvoller, den Flachrührer zu verwenden. Wer eine kleinere Rührschüssel hat, kann den Knethaken nehmen. Ist die erste Stufe des Vermischens erreicht, soll der Teig, der ja laut Rezept aus Weizenmehl besteht, noch weitere 10 Minuten auf Stufe 2 geknetet werden. Ich habe das aber nicht gemacht, da ich teilweise Dinkelmehl verwendet habe und ich hatte Befürchtung, den Teig zu überkneten. Die Walnüsse werden zum Teig gegeben und kurz eingearbeitet, ohne sie zu zerbrechen. Der Teig ist klebend und man fragt sich unweigerlich, ob man wohl alles richtig abgemessen hat. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Nach dem Kneten wird der Teig 30 Minuten ruhen gelassen. Nach dieser halben Stunde wird er auf die bemehlte Arbeitsplatte gegeben. Ich hebe den Teig in der Mitte hoch und lasse ihn auf der Oberseite wieder auf die Arbeitsplatte fallen, so dass er einmal gefaltet ist. Diesen Vorgang wiederhole ich einige Male. Dabei kann man spüren, dass der Teig immer fester und weniger nachgiebig wird. Nach 5 bis 6 Mal Falten kommt der Teig wieder für eine halbe Stunde in seine Schüssel, wo er entspannen kann.
Nach 30 Minuten wird der Vorgang des Faltens wiederholt. Da er jetzt nicht mehr so weich wie beim ersten Mal falten ist, ziehe ich den Teig liegend etwas auseinander und falte ihn 3 bis 4 Mal wie gezeigt. Auch jetzt merkt man, dass der Teig wieder ein klein wenig zäher, also weniger nachgiebig wird. Er kommt zurück ins Schüsselchen und bekommt nun eine Ruhepause von ganzen 60 Minuten. Nach den 60 Minuten soll der Teig nun laut Rezept in 2 Teigstücke portioniert werden und in 2 500 Gramm Garkörben von einem Durchmesser von 18 cm gegeben werden. Die habe ich aber nicht, weswegen ich meinen etwas größeren länglichen Garkorb verwende. Dann hat man auch weniger Kruste, was ich vorziehe. Der Garkorb wird mit ein wenig Mehl bestreut, ich habe es sehr gut gemeint. Der Teig wird auf die Arbeitsfläche gegeben und zum Aufarbeiten wird eine Seite nach oben gezogen und zur Mitte gelegt. Das wird von allen 4 Seiten wiederholt. Mit der eingeschlagenen Seite nach unten wird der Teig in den Garkorb gelegt und nun kann der Teig nochmal 90 Minuten bei Zimmertemperatur zugedeckt gehen. Nach ungefähr einer Stunde kann der Ofen vorgeheizt werden und zwar auf 250 Grad Celsius. Nach den 90 Minuten ist der Teig schon etwas größer geworden. Laut Rezept soll er auf einen Ofenschieber gegeben werden, da die Verwendung eines Backsteines empfohlen wird. Einen solchen habe ich aber nicht. Also landet das Brot mit viel Vorsicht und mit einem kleinen Stoßgebet zu allen Schutzgöttern der Bäcker auf meinem Backblech und wandert in den Ofen, in welchen ich auch noch ein Blech mit etwas Wasser stelle. Nach 10 Minuten wird die Ofentür für 1 Minute geöffnet, um Dampf und Temperatur abzulassen. Dann wird das Brot 17 bis 19 Minuten bei 210 Grad Celsius gebacken. Nach dieser Zeit wird die Ofentür kurz geöffnet, um nochmals Dampf abzulassen. Abschließend wird es noch einmal 3 bis 5 Minuten bei 250 Grad Celsius gebacken. Die gesamte Backzeit beträgt also ca. 30 bis 35 Minuten, allerdings muss die Backzeit immer auf die Situation vor Ort, also auf euren eigenen Backofen angepasst werden. Voilà, hier ist das gute Stück. Jetzt muss es nur noch auskühlen und dann wird es aufgeschnitten. Aufgrund der Walnüsse hat es eine ganz spezielle Farbe. Ich kann nur hoffen, dass ihr dieses Brot auch einmal ausprobieren werdet. Es ist unwahrscheinlich lecker und passt hervorragend zu Käse, aber auch zu einem Nuss-Nougat-Brotaufstrich. Am allerbesten finde ich es aber einfach mit guter Butter, das gute alte Butterbrot. Wenn ihr mal über einen Brotbackkurs nachdenkt, kann ich, wie gesagt, die Kurse von André Hillbrunner sehr empfehlen und zwar aus Überzeugung. Ich bekomme für diese Empfehlung keinerlei Bezahlung. Hier ist wie versprochen noch das Rezept. Walnussbrot. Vorteig: 180 Gramm Weizen-Vollkornmehl, 180 Gramm Wasser, kalt, 0,1 Gramm frische Hefe. Sauerteig: 4,5 Gramm Roggenanstellgut oder Weizenanstellgut, 45 Gramm Weizen-Vollkornmehl, 45 Gramm Wasser, 30 bis 40 Grad Celsius warm. Walnüsse: 200 Gramm geröstete Walnüsse geviertelt. Hauptteig: Vorteig, siehe oben. Weizen-Vollkorn-Sauerteig, siehe oben. 410 Gramm Weizenmehl Typ 550. 14 Gramm Salz. 4,5 Gramm frische Hefe. 18 Gramm weiche Butter. 245 Gramm Wasser. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!